Wir sind hier auf dem Pamir. Wir sind recht abgefuckt. Die Kühlschlauch-Situation, die wir damals gemacht haben, hat leider nicht funktioniert. Jetzt haben wir da einfach so passende Werkzeuge gefunden, die wir da jetzt reinstopfen. Und wenn das nicht funktioniert, dann liege ich dort in Graben und stirb. Moment, hier wird nicht gestorben. Ich brauch dich doch noch. Du bist einer der Hauptcharaktere meiner Geschichte. Und die beginnt schon viel früher, nämlich hier, 1 Jahr zuvor. An diesem Tisch treffen sich allwöchentlich ein paar Mädels und Jungs zum gemeinsamen Abendessen, dem Mäntigsnacht, das, so will es die Tradition, konsequent am Dienstag stattfindet. Einer dieser offensichtlich sehr originellen Leute ist Metteli. Er ist soeben von einer Reise nach Kirgisistan zurückgekehrt. Dort hat er etwas gesehen, das ihn nicht loslässt. Einige junge Männer, die um die halbe Welt fahren, mit Autos, die bei uns nicht mal mehr eine Straßenzulassung kriegen würden. So richtige Schrottkarren also, die mit Vorliebe in den ungünstigsten Momenten den Geist aufgeben. Wer sollte sich so etwas schon freiwillig antun? Wer ist unvernünftig genug, eine Reise mit dem Namen Mongol Rally anzutreten und mit denkbar ungeeigneten Wagen von Prag nach Sibirien zu fahren? Selbstverständlich sind alle sofort begeistert. 9 Jungs und Mädels beschließen kurzerhand ihre Teilnahme und nennen ihr Team Eye of the Tiger. Damit beginnt ein grandioses Abenteuer. Jetzt müssen ganz schnell Autos her. Etwas anderes als die Qualitätsware von Fiat kommt natürlich nicht in Frage. Der graue Panda ist dann leider doch zu altersschwach und begleitete das Team nicht in die Mongolei. Dafür kommt der Mighty Doblo ins Spiel. Was? Nein. Ah! Nein! Die Tür ist seit längerem kaputt. Wir tun jetzt in diesem Sinn Flecken. Dieses wunderschöne Antlitz, das ihr hier seht, edel und kühn, ja, das bin ich. Moment mal, habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Sofort den Film anhalten. Diese klugen Augen gehören mir, eurem Sprecher. San Mauro, mein Name. Das exquisite Stück Kunst hier ist ein Porträt von mir. Wie komme ich dazu, mit einer Horde spätpubertärer Gören auf eine leichtsinnig verblödete Reise zu gehen? Ich wurde gewissermaßen zu meinem Glück gezwungen, als Momo, Meri und Fabiani mich auf einem Flohmarkt einer Schule fanden, die irgendwas mit Reitsport zu tun hatte. Die 3 verliebten sich unsterblich in mich und ernannten mich zu ihrem Schutzheiligen San Mauro. Der Titel San ist meiner edlen Abstammung würdig. Das hier, ja, das ist Vlad, mein adliger und warmherziger Vater. Und dieses schöne Geschöpf ist Resi, meine Mutter. Mein Cousin, ja, der ist... Das interessiert, glaube ich, niemand. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Keiner hat mich je gefragt. Aber hier sind wir nun, am Start der Mongol Rally. Hast du etwas Schönes gefunden, hä?
Du hast jetzt das erste Mal in einem Zelt übernachtet. Wie war das so für dich? Ja, also ich muss sagen, wir haben ja super Equipment, oder? Weißt du, die coolen Schlafsäcke, die wir hier besorgt haben und die Mätteli. Ja, also nicht das Mätteli. Wie lachen schnell. Der wird nie alt. Montag, Starttag, Kaffee geholt. Und jetzt ist gerade so der Wake-up-Call läuft gerade. Und ja, die können wir jetzt alle wecken und am 10 Uhr ungefähr sollten wir mal langsam losfahren irgendwann so. Welcome to the 2018 Mongol Rally! Und los geht's. Schön habt ihr am offiziellen Startfest ganz viel an mich gedacht. Wie? Ach nicht? Gar nicht. Na, ich dafür an euch. Ich habe auch ein Problem mit dem Panda. Ich vermute, dass die Batterie drunter ist. Also ist schön hier. Ja, die Umgebung. Nein, was wir jetzt machen, wir hängen jetzt die Batterie ab. Gehen mit dem Doppel eine neue Batterie holen. Und ja, die anderen können doch ein bisschen Äpfel kochen. Schon schön. Also, wir sind im schönen Vordernberg in Österreich. Es ist so, dass die Lichtmaschine im Panda kaputt ist. Ein kleiner Betrag von 400 €, den wir für die Reparatur müssen zahlen müssen. Das tut nicht so weh. Es geht eigentlich nicht sehr gut. Mir war von Anfang an klar, dass wir viel Nähe werden haben. Und man kann das genießen oder nicht genießen. Wir haben entschieden, das zu genießen. Nein, bei dir hat es nicht gleich. Nein, bei dir hat es nicht gleich. Wir laufen jetzt einfach. Nein, nein! Es hat nicht geschrieben mit dem Schlitzer.
so. Das Teil kommt jetzt eben gleich schon heute, haben sie gemeint. Also im Prinzip könnten wir heute Abend schon losfahren. Wir fahren jetzt nach Zagreb, Maribor. Ah nein, warte, zuerst nach Graz. Genau, das ist das. Genau. Wir haben jetzt früher als geplant unser Panda-Baby wieder zurückbekommen. Und jetzt fahren wir einfach kurz durch die Nacht durch. Erst Dank am San Mauro. Ja. Jemand hat ihm den Schnauz gemalt. Niemand weiss, wer es war. Das wird noch grantig machen. Was ist das Gefühl? Es macht eine Grantig, aber ich habe das Gefühl, er ist hier für eine Er Rallye. braucht den Schnauz. Uns gut? Yes, ich bin ready to drive this baby. Ins Abenteuer eine Meldung antworten. Verstanden, Meldung ausführen, antworten. Zu Befehl! Cocktail ist das beste Cola auf der Welt. Da jetzt aber eine neue Verpackung, weil ich zuerst mega enttäuscht war, als ich in den Laden reingegangen bin. Und dann fischte so, ist das? Ich so, ja! Ja. Das ist eigentlich, wo wir sind. Irgendwo in dem Bosnien. Das ist schon Bosnien. Ja, oder nicht? Ist das jetzt Bosnien? Nein, das ist nur dran. Ah, sorry, Kroatien. Jawohl, wir sind in Kroatien, kurz an dieser kurzen Landzunge von Bosnien-Herzegowina. Ist das Bosnien? Ich weiß nicht, es ist nach Kroatien. Wir sind jetzt eigentlich in diesem Land nach Kroatien. Was ist passiert? Was? Was? Shit! Ja, keine Ersatzbrille. Also, wir fahren jetzt von Kroatien auf Montenegro und dann auf Albanien. Und dann sind wir dort und das ist schön. Kinder, die Touristik mitnehmen, es geht weiter. Ich glaube, Menschen, Menschenknochen oder so. Ja, das ist ein kleines Kind, ja, Kinderknochen. Wer hat das noch in der Hand? Ich habe es aufgeregt. Vielleicht hat es noch im Markt ausgeschrieben. Kindermarkt. Grazie, danke. Also, ich bin gerade aufgewacht vor 2 Minuten. Und jetzt
probieren wir effizient zusammen zu räumen. Und fahren heute Richtung. Warte schnell, welches Land sind wir heute? Albanien, ich bin noch nicht ganz so. Albanien. Und heute fahren wir Richtung Griechenland. Genau. Hier kann man es nicht rein tun, das ist irgendwie ein Gang, der gar nicht existiert. Ja, wir haben jetzt so einen 7. Gang, haben wir jetzt, oder einen 6. Da, hier haben wir jetzt. Das ist nicht das. Also, Wagenheber. Da, die netten Herren haben das jetzt schnell geflickt. Das ist ein Teil, das ist rausgefallen, das etwa vor einem Monat beim Kupplungsflick schon ein Gemurks war und wir nicht ganz sicher waren, ob es den hat oder nicht. Jetzt wissen wir, dass es nicht immer hat. Ja, wir sind mittlerweile in Griechenland. Fabio seine Festplatte gesucht, Fabio seine Sonnenbrille gesucht und jetzt können wir weiterfahren. Ja. Hier kurz vor dem Griechen, dann geht es kurz über in die Türkei. He? She dreams about you. Wir sind jetzt hier in Istanbul angekommen und es hat viele Autos und viele Menschen und viele Häuser. Ja, wie gesagt, es ist jetzt halt so eine Brücke in der Stadt, ich glaube in der Türkei in der Nordsimmer. Und ja, da fährst du halt nicht mit dem Auto wie vom einen Kontinent auf den anderen. Sonst nicht, ja. Also wir haben abgemacht, wir dürfen nicht mehr Scheiben wischen. Aber jetzt regnet es eben ein bisschen. Ja, ich sehe es einfach so gut beim Fahren, also nichts. Aber ich glaube, das Fahren ist der Panda, von dem her.
Nein, wirklich so kurz. Nein! Okay, so lassen wir es. Ja, es ist extra so kurz hingestellt. Ich bin jetzt hierher gelaufen, wieder vom Zelt aufbauen. Und dann treffe ich einfach das hier an. Hallo Melina, du hast vorhin gerade gekotzt. Ja, ich habe gesagt, wenn ich mich 1,5 Liter Golach bekomme und der Shotgun auf dem Doppel gehört wurde, soll das dann schon gehen. Gut, Grenze zu Georgien. Wir sind jetzt hinterst der Schlange, haben wir uns eingereiht. Und jetzt fährt der Spass an. Mal schauen. Und ja, es ist mega voll, es ist heiß. Wir haben jetzt gerade zwei andere Rallye-Teams getroffen. Die anderen sind jetzt gerade durch den Zoll gekommen und alles und sind jetzt auch hier. What she said, right? Ja, wir waren am Strand und die Polizei ist gekommen und hat uns unmissverständlichem Russisch klar gemacht, dass man das nicht darf. So nach kurzer Diskussion haben sie gesagt, wir sollen ihnen nachfahren. Sie zeigen uns Orte, wo wir unsere Zelte stellen können. Das wären jetzt hier auch die Autos sein. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen umschaut, sieht man halt, dass wir im Vorgarten der Polizei dürfen unsere Zelte stellen für eine Nacht. Ja. In den Ferien? Sie hat vorhin gekotzt. Unser Status ist, dass wir 2 Kranke daheim gelassen haben. Trying to fight for space when I know what my heart believes. I won't run when the storm clouds come. I won't turn Das muss ein bisschen zu lachen verkneifen, das ist recht schwierig. on the ground. When the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Like rain, yeah. 'Cause if your eyes on the ground, when the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. As we wait for the light to fade, I keep asking why all those stories. Ja, vielleicht noch schnell, was die anderen machen oder Die was anderen wir sind warten. jetzt gerade im Spital noch mit Melina, die eine Infusion bekommen hat. Und wir sind jetzt hier noch ein bisschen am Zeittörlen, bis wir dann wissen, wie es weitergeht, ob sie dann schon wieder aus dem Spital kommen kann oder ob sie noch ein bisschen dort muss erholen muss. Und wir sind währenddessen in diesem Park hier am Chillen. Schon seltsam, dass plötzlich so viele von euch krank werden. Ihr habt doch so gut zu euch geschaut. Und zu mir. Hä? If your eyes on the ground, when the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Wir sind versetzt. Aha, jetzt ist er da. Jetzt ist er am Tisch. Schon filmen? Ja, klar. Schon filmen, das ist schön, ja. Also, Status-Update. Ich bin schon am Duschen. Sweet release from the dreams
Also, wir sind in Aserbaidschan angekommen. Wir sind auch so ein bisschen hungrig und hässig. But I won't run when the storm clouds come. I won't turn away. If your eyes on the ground, when the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Like rain. If your eyes on the ground, when the night comes round, you only see the stars when they fall like rain. Like rain. You only see the stars when they fall like rain. Willkommen zum heutigen Austrittsgespräch von Meret. Momentan sind wir in Baku, im Café City. Die Einzige, die ihr Leben im Griff hat, muss wieder nach Hause arbeiten. An ihrer Stelle reist Joshi an. Hallo zusammen. Mama! Wie können wir uns schöner machen? Als Überraschung für alle anderen. Rolling down the cheap, say just what you need, and in between, it's never as it seems. Help me tonight, help me tonight. Und wir gehen wieder an den Hafen, gehen probieren, ob die Fähre geht. Ja, und er hat gesagt, komm mit dem Morgen wieder. Jetzt ist morgen. Das machen wir. Build yourself a man, know just what you give. Wir sind die Ersten, die da sind für die nächste Fähre. Weil die anderen haben wir verpasst. Also wir sind gerade immer noch in Baku. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Post, weil wir das Gefühl haben, dass es etwas bringt. Dass wir mit der Fähre endlich nach Turkmenistan gehen. Anstelle der Post könntet ihr auch mal wieder mich besuchen. Nicht? Dann lasse ich euch noch 5 Tage auf die Fähre warten. Wir sind immer noch am Hafen. Der nächste Stand ist morgen. Happy Holidays! Wir sitzen gerade zwischen 2 Autos, es ist unglaublich heiß. Die Fähre geht am 1, jetzt geht es am 2, jetzt geheißen. Ja, das ist der Justin. Hallo! Wir sind immer noch da. Wir haben eine Quittung bekommen, für das Auto in den Hafen zu stellen. Jetzt weiss ich das Geld nochmal. Also, wir sind immer noch auf der Fähre nach Turkmenistan. Wir haben vorher einen kurzen Stopp gemacht. Und bekannten Gründen, aber jetzt fahren wir weiter und wir sehen schon Land. Kommt gut. Gut, Zoll in Turkmenistan. Let's go!
Tag 2 in Turkmenistan. Wir sind in Aşgabat und sind am Ende von einer verlassenen Straße von ihm angehalten worden, dass wir wollen. Jetzt sind wir in seinem Haus am See. Ja, jetzt gibt es Melonen und ein bisschen liegen und dann auch drinnen übernachten. Ja. Heute wollen wir zum Tor zur Hölle fahren. Wow! Das ist schon gut, ja, ich freue mich. Nein! Was macht jetzt der Mondi? Er ist freiwillig gemeldet. Nein, okay, wir haben ihn gezwungen. Was ist da passiert? Und zuerst ein Move auch Benzin bekommst und dann ist es auch nicht mehr weitergegangen. China Kappa jumps to 2 feet creep up the road. To photo, to record me lumps and war. The advances does his chance. Very yellow white flash. Wir waren jetzt am Tor zur Hölle. Das war schön. Ja, es geht gut, ja. Geht sehr gut. Die Straße ist schon recht gut. Jetzt wird es jetzt gehen. Hey, jawohl, einfach durch. Jawohl. Hat funktioniert, wir müssen nichts machen. A violent red Christmas which light does live like grass. But so high from the Everland's mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colic, and enemy for him. 5 yards from his leg, from Utah. Wir sitzen in Usbekistan. Okay, you ready?
Wir sind in Usbekistan am Wildcampen. Ich freue mich. Wir sind mit anderen unterwegs, einfach zur Freude von, sag jetzt mal, den weiblichen Teilnehmerinnen. I have sprayed you into my eyes. Also, wir befinden uns momentan in Tadschikistan. Wir sind eigentlich ziemlich nah an der Grenze. Kondi! Ja? Jetzt einfach geradeaus. Oh nein! Jetzt zum ersten Mal! Das ist schon ein bisschen grusig. Ja, es fliegt jetzt, also wir bringen es am Flughafen. Das ist ein bisschen schade, ich vermisse es jetzt. Sie hat es 2 Wochen mit dieser Truppe ausgehalten und muss jetzt nach Hause. Aber glaubt mir, was jetzt kommt, will sie ohnehin nicht miterleben. Das Auto ist immer noch nicht nachher. Wir wollten eigentlich heute losfahren und der Chef der Garage ist nicht rum. Schauen wir mal, jetzt mal Zeit vertreiben. Unsere neue Bodenfreiheiten hier. Ja, freue mich. Aha. Na dann freu dich mal nicht zu früh. With
wir sind irgendwo in Tadschikistan, in der Nähe der afghanischen Grenze. Das Auto ist mal wieder abgelegen, da der klassische Ableger, wo der Motor rumpelt und dann hört es auf. Ja, wir sind jetzt ein paar Meter gekommen und jetzt stehen wir wieder. Und jetzt suchen wir ein Röhrchen, dass wir da so 2 Streichen können. Ja, irgendwo ist es weg. Ja. Also, Statement. mir hat es gestern ausgenockt. Ich hatte Fieber, aber einfach ziemlich runtergehalten. Und jetzt hat es das Mätteli verwünscht, aber wir wissen nicht so sicher. Er ist jetzt ein bisschen tot dort. Und ja. Aber das Wichtigste, abgesehen davon, dass der Fabio ein bisschen stirbt und die Mädchen auch, ist, dass der Panda jetzt gepflegt ist. Ja. So, das ist wieder abgedingt, obwohl wir gestern eigentlich den ganzen Tag dran rumgeknöchelt haben. Und ja, das ist immer noch das gleiche Problem. Ich weiß nicht, was ist, also, was das genau ist. Wir haben heute Morgen das Auto geflickt, die Blattfedern sind wieder geschweißt und haben jetzt so eine Klemme noch drunter. Und jetzt haben wir eigentlich vor, noch den Rest zu besorgen, so ein bisschen Wasser, Imodium. Das Ziel ist, glaube ich, 300 Kilometer. Das wird eine grosse Distanz, vor allem bei diesen Strassen. Das Auto ist wieder unterwegs, ist wieder abgestartet. Das ist X-Teil, oder? Wir haben jetzt eigentlich den Tank hier mitten auf der Straße rausgenommen und sind jetzt die Benzinpumpe einbauen. Und dann versuchen wir heute noch 300 Kilometer zu fahren. Wir sind hier auf dem Pamir. Wir sind recht abgefuckt. Die Kühlschlauch-Situation, die wir damals gemacht haben, hat leider nicht funktioniert. Jetzt haben wir da einfach so passende Werkzeuge gefunden, die wir da jetzt reinstopfen. Und wenn das nicht funktioniert, dann liege ich dort im Grabenausstieg. Hier sind wir also wieder. Der Kreis schließt sich. Der Panda mag ja kaputt sein, aber der Doblo ist kaputter. Wie ein gestrandeter Wal liegt der Doblo mit aufgeschlitztem Getriebe auf einem großen Stein. Mätteli hat ihn bereits an einen Einheimischen verkauft. Und du willst hier den Panda beweinen? Klar, ist jetzt halt ein bisschen blöd. Im Panda hat nun wirklich nicht das ganze Team und das Gepäck Platz. Ich bin ausnahmsweise gütig und lasse diesen Doppeldeckerbus hier auf euch warten. Dann können sich die 4 Überzähligen auf die Heimreise machen. Hasta la vista, Babys. Die 3 übrig gebliebenen Pandanauten hier treten jetzt die dreisame Reise ans Ziel an. Said goodbye to that car that took a bullet in the roof in New Haven. 119657 and the engine blew. 119657 and I thought of you. Say goodbye to that car in the cul-de-sac. Say goodbye to that car. Took the plates off the back. Assalamu alaikum. Wir sind irgendwo auf dem Pamir, in der Nähe vom höchsten Peak, den wir eigentlich erreichen während unserer Reise, von 4600 Meter. Das Auto hat plötzlich ist das Lämpchen aufgeleuchtet vor Einspritzung. Und ja, es hat echt die ganze Zeit weitergeleuchtet und sobald wir eigentlich aufs Gas gedrückt haben, ist es eigentlich wie abgesoffen. Und jetzt wollen wir einen Schalter reinbauen und dann fahren wir dann mal wieder los und die ab und zu wieder die Benzinpumpe anladen oder abschalten, bis dann herausfinden, wie das funktioniert. Und genau
Mal wieder nach 60 Kilometern wie am Tag vorher ist echt so dort geblieben stehen. Und dann haben wir auch das Zelt aufgeschlagen und jetzt heute Morgen wieder probiert, ist nicht gegangen. Dann hat uns ein Kirgis gesagt, er tut uns abschleppen für $50 ins nächste Kaff. Und jetzt hat er uns einfach auf den Hügel hochgeschleppt, 5 Kilometer, und seitdem fährt der Plan wieder. 4 Leute sind im Moment mit ÖV unterwegs Richtung Almaty. Wir sind unterdessen am schauen, wenn und wie wir Richtung Mongolei wollen, respektive Russland. Und es ist so, dass wir eigentlich den ganzen Teil Kirgisistan hier weglassen und gehen direkt auf Almaty. Wenn ich hier hocke, dann sehe ich das beim Fahren. Und hier ist jetzt ein Tunnel irgendwie, wenn wir hier gehen. Okay. Oh mein Gott, was ist das? Okay. 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 Okay, ich Also sag wir werden nicht. jetzt in die Richtung fahren. Wir hoffen es. Nein, ja, es kommt einer. Wir sind hier im Land nach Kirgisistan. Kasachstan. Genau. Irgendwann ist der Verlauf der letzten paar hundert Kilometer. Jetzt wird er hier wieder runtergejagt. Wir sitzen in Almaty, fahren raus. 60 days ain't nobody better pinch me, bitch, I swear. Look crazy. She got jumper cable lips, she got sunset on her breath. Now I inhale just a little bit. Now I got no fear of death now. Oh, it's the magical mystery kind. Oh, must be a lie. Bye bye to the too good to be true kind of love. Oh, I could die. Oh, now I could die. Es regnet. Ja, es regnet, sehr schön. Kann man sonst noch irgendetwas sagen? Du tropfst aus dem Bad. Ja. Cool. Okay. Also wir sind unterwegs. Ich glaube nicht, dass das Wetter irgendetwas sieht, ehrlich gesagt. I told the truth. Make a motherfucker say, ooh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, it's the magical mystery kind. Oh, must be a lie. Bremsen müssen wir setzen, Federn hinten links, Stossdämpfer. Und sonst die Lenkgeometrie ist doch recht am Arsch. Haben wir sie noch gefahren? Wir haben eigentlich bei seiner Garage jetzt das Auto abgeladen und jetzt hat er gesagt, ja aber Jungs, ich habe jetzt Feierabend, komm, wir gehen doch zusammen essen. Und, okay. Wir werden vom Kassier der Garage so ein bisschen durch die Stadt geführt. Schlussendlich können wir ja bei ihm übernachten. Das ist ein guter Kerl, der Sascha. Ja. Ja. Ich freue mich aufs Duschen. Jetzt hat er gesagt, ja, jetzt hat er ja genug getrunken daheim. Und jetzt geht es weiter.
Also ich habe jetzt hier von ihm meine passende Hose bekommen. Ukraine. Ukraine is our friend. Ja. Ja, aber hier bleiben. Ливни падали в лето, будто было мягко нам это. По обрывке сна точно где-то. Помню только наши рассветы. Может, мы ошиблись с тобой. Я в тебе с головой. Ты меня успокой. Losfahren. Okay. Mal schauen. Aber. Es ist ein bisschen kalt und nass. Wir haben hier noch etwas zu essen bekommen zum Probieren. Und zwar Fisch. Ein Schroll. Das hat jetzt alle eins gehabt, ja. Das wäre jetzt Ulan-Ude. Aber zuerst gehen wir Kleider kaufen. Я мечтал побывать на Байкале, я во сне видел эти края. Там отсчет начинает в реале всей страны география. Там огромное солнце высоко, там колышется море тайги. Баргузин там гуляет меж сапог и гонит до воды реки Селенги. Улан-Удэ, Улан-Удэ, Ула-ула-ула-ула-ула-ула, Улан-Удэ, Улан-Удэ, эх, Улан-Удэ, Ула-ула-ула-ула-ула-ула, Улан-Udэ. Also, wir fahren jetzt zur offiziellen Ziellinie in unseren besten Kleidern, die wir haben und im besten Stil, den wir haben. Finish line, okay. Also können wir schnell zusammenfassen, wir haben die Hälfte der Autos und die Hälfte des Teams verloren unterwegs. И не мог я туда не приехать, меня совесть звала и гнала. Запах свежих кедровых орехов и янтарная кедра смола. За Байкалем мечтал надышаться, его воздух всей грудью вдохнуть. И в Байкале хоть раз искупаться, в его чистые воды нырнуть. Улан-Удэ, Улан-Удэ, Ула-ула-ула-ула-ула, Улан-Удэ, Улан-Udэ, Улан-Udэ. Also außen soll wir jetzt in den Hängen fahren. Jetzt wird es Wir müssen heute jetzt Panda schieben, weil wir in einen Club wollen.
Hey, es kann nur einen geben. Hört ihr mich? Hey, hallo! Werde ich jetzt ersetzt? White paper? Ja, das ist auch. Wie das hier? Nicht das. Not that. This paper. Where we are going? We're from Switzerland. Where do you go? Mongolia and then back Russia. Where do we get this paper from? Up front? But the white paper, is it from there? Yeah, that's Das erste vernünftige Unterfangen eurer Reise. Ihr habt Spenden für Bayers Galant gesammelt. Dieses Berner Hilfswerk engagiert sich in der Hauptstadt der Mongolei für arme Kinder. Mit den Spenden werden ein Kindergarten und eine Tagesstätte betrieben, um den Kindern in ihrem sonst schwierigen Alltag ein Stück Glück zu schenken. Etwas gutes Karma könnt ihr immer gebrauchen. Warum nicht Zündung da drauf? Warum nicht Benzinpumpe da drauf? Und warum nicht echt der Anlasser hier? Der Pass hier, der gehört einem Geist. Und weil wir es jetzt auf den Pass geschafft haben, geht man sich bei diesem Geist bedanken. Normalerweise kann man eigentlich alles herlegen. Also einer hat seinen Hakenstecker hergetan. Okay. Das ist Dedication. Okay. Der ist nicht so aufgesetzt. Das Problem ist, dass es mega viele Sachen hat, die wir eigentlich fast ein bisschen wetten. Aber wir dürfen es natürlich auch nicht wegnehmen. Ah! Der kippt!
Okay, wie verrat zum Trapko. Das ist echt so, weißt du, du bist so über einen Bau gefahren. Ja, shit. Zwischendurch kann man ja etwas so von der Natur entgegennehmen, was sie einem anbietet. Wir haben wieder mal in der Weite unsere Zelte aufgestellt. Excuse. Kurzer Schlenker da drumherum. Das Auto, ja mal. Also nichts haben wir hier ausser mir. Nichts. Und gäng wir kochen Teigwaren, wir haben es gäng noch gern. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Ah ja, wir sind jetzt am südlichsten Punkt der Mongolei. Von jetzt an geht es eigentlich mehr so nordwestlich weiter. He? Mhm. Oh! 3000? 3000 plus das? 3000 plus das da? Und der dort hier? Gut. Also, den könnt ihr haben. Der ist für dich. Papa! Da ist nicht. Guten Morgen. Es hat mich heute Morgen gedacht, es sei ein bisschen frisch. But it won't share the secret when the king takes sides, leaving moral minds soldiers Night seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of light.
es Nacht. Heute gibt es Pasta. Ja, ich hocke jetzt hier und habe die schönste Aussicht, die ich je hatte, als ich Nacht gegessen habe. Und wir sind dort. Panda und das Zelt. Die anderen zwei kleben im Zelt drin. Aber hier oben ist es einfach wunderschön. Oh, den tun wir essen. He? Einen guten. He? Also ich habe hier Seife, Desinfektionsmittel. Und jetzt leider müssen wir hier die Elsa ab diesem Auto annehmen. Ja, das ist wieder Desinfektion. Ja. Also das ist schon ein Traum. Das ist ein brutaler Traum. Schön. Wir sind hier gerade auf diesen super coolen Offroad-Straßen. Ja, lassen wir mal. Ich hau die ja nicht auf. Das ist hier der nette Hirt. Dort ist seine Schafherde. Und er hat uns jetzt echt 100-mal angeboten, dass er eines von diesen Schafen metzget und uns bringt. Weil wir ja hier übernachtet haben und sonst verhungern. Wir hätten es auf alle Fälle genommen, jetzt haben wir halt schon gegessen. Ja, genau, da geht's. Ja, ich weiß schon. Wir essen das Gleiche. Trotzdem. Die Problematik vom Selbstauslöser hat echt 10 Sekunden Zeit. Renn! Oh, da ist noch Salz. Ah ja. Ist Salz. Shit! Oh! Shit! Oh! Alle! Oh! Grüß euch, ja. Wir wollen zurück in die Schweiz. Ja, Schweizaria. Hier. Hier, okay. Also, merci. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Wir
sind gestern extra an den See gefahren. In dieser schönen Mongolei. Vielleicht baden. Ich meine, es wird sicher kalt sein, aber Hurti 3. Jetzt sind wir eben hier. Lord, I no longer believe, drowned in living waters, cursed by the love that I receive from my brother's daughter, like Hephaestion who died, Alexander's lover. Now my riverbed has dried. Shall I find no other? Oh, is me. I'm running like a plover. Now I'm prone to misery. The birthmark on your shoulder reminds me. Ist Papa da mit dem grossen Vogel? He? Ja, ja. Mhm. Das ist der schöne Rest. Ja, das war schon da. Wir sind jetzt eben bei dem, der der schöne Reis uns hat geschickt hat. Wir konnten natürlich nicht einfach vorbeigehen, sondern man hockt natürlich schnell her und bekommt hier den Tisch aufgedeckt. Gell? Ja. Wie ist es so von den Temperaturen Von den Temperaturen her ist es weniger schön. Wir sind in Mongolei. Wir sind in Mongolei. So wir sind vor Ölgi irgendwo. Ja, ja, 60 Kilometer von Ölgi entfernt. Dann gehen wir über die Grenze. Am Tag drauf. Ne? Am Tag drauf müssen wir über die Grenze. Ja. Genau. Okay. Ja, was macht ihr so? Mhm. Bastel, mein Cousin, hat uns ein Bild geschickt, wo wir so nicht auf Leute hocken können. Er tut jetzt seine linke Hand desinfizieren. Er nimmt eine brutal grusige Wurst für. Ich bin gespannt. Kalt gewesen, ja. Jetzt, wenn wir schauen, haben wir ja das Porridge eingereicht über Nacht. Verrohren. Das ist ja kein Problem, da kann ich auch Wasser rein tun. Aha. Dann war es das mit der Mongolei. Ja? Hier heisst es auf jeden Fall Mongolia Vinish. Wir sind jetzt in Russland und das heisst gerade mal Transformation. Wir haben ja den Schnauz schon sehr gerne bekommen.
Und alles Schöne muss ein Ende haben. Wir sind jetzt alle 5 Jahre jünger geworden und es ist das Schönste, was es gibt. Aber dann fahren wir jetzt einfach los, oder? Wir fahren jetzt einfach los. Wir fahren jetzt einfach los. Vielleicht mal eine Tankstelle so eine Burger. Okay. Rivisilio d'amore, lubi, rivisilio d'amore, lubi, rivisilio d'amore, lubi. Mir geht's gut. Die 100. Betankung. 100 Mal haben wir schon getankt. Im Vergleich der Doblo haben wir, klar, haben wir verloren, aber wir haben 27 Mal den Doblo getankt. Und ja, Panda, eben, schau, ja, er droppt schon wieder ein bisschen, aber das ist, glaube ich, drüber abgelenkt. Und es geht geradeaus. Es geht immer geradeaus. Die ganze Zeit. Es geht geradeaus. Momentan ist die Straße einfach gerade. Wir sind jetzt heute abgelegen hier. Eine halbe Stunde nachdem wir sind abgelegen. Sie sind uns einfach so ein bisschen sagen: Yes, grün, las grün, grenz, bla bla, snik, resni, bla. Süd. Sally, das ist eine Technikdemonstration neuester Errungenschaft in unserem Fahrzeug. Hier ging es folgendermaßen um automatische Geschwindigkeitsbegrenzungskontrolle. Wir haben hier das gelöst mit einem Schnürli. Wir sind vorgestern, ich weiß nicht, am Tag verschwimmen, in Moskau angekommen. Der Matthias dreht dich um, ja. Komm ein bisschen näher, dann sieht man dich, weißt du? Das ist schon gesagt, Russland, hä? Отвяжу тебя, я утром отпущу домой. Jetzt haben wir da ein bisschen Raketen angeschaut. Mir hat das gefallen. Es geht uns schlecht. Panda ist Fuchs, ja. Es war abgeschleppt worden gestern. Это точно я не могу точно сказать, но нет, может быть. Wir sind beim 4. Abschlepp-Park, oder weiss ich nicht, Parkplatz für Auto angekommen. Und wir wissen jetzt zwar nicht, wo das er ist, aber der Kollege geht Feierabend und nimmt uns in seinem Auto mit. Ездить по странам. Wir werden es sehen. Ja, wir sind wieder im Auto, in unserem Auto. Wir haben es bekommen. Wir sind glücklich. Und wir haben nichts zahlen. Wir wissen zwar nicht genau warum, aber wir wissen ja auch nicht, warum sie es überhaupt haben mitgenommen Ja, wir sehen da vorne bereits Lettland. Oder ich habe hier Zettel, ich habe ganz viele Sachen. Dort ist ein Häuschen, da geht man meistens etwas bringen. Schau, jetzt ist jetzt rassig gegangen. Die Hauptstadt von Litauen. Natürlich habe ich das gewusst.
Geredet haben wir ja eigentlich, was geredet muss werden. Also wir sind auf dem Weg nach... Wo sind wir hier und was machen wir noch? Wir waren in Polen, fahren jetzt nach Tschechien. Wir sind hier. Wir suchen etwas zu essen und nachher hocken wir ins Auto und machen Daily Business. Wir fahren wieder. Das letzte Mal mit dem Kanister tanken. In Deutschland. Mongolisches Benzin. Mongolische Joghurtflaschen. Polizei, ja. Das ist gleich noch was. Die erste Frage. Kommt ja dann noch durch den TÜV? Da im schönen Wäldle in Bayern. Ja, morgen sind wir einfach daheim. Ja. Können wir das Mittag essen? Hunger. Dann können wir fahren, oder? Ja, dann nehmen wir auch an. He? Ich hätte es mir ja denken können. Ja, weil wir haben jetzt hier schon nicht so Platz zum Ansäckeln. Go. Jetzt. Also angefangen ist es nicht, wir bringen den 4x4 nicht mehr raus. Und dann denkt ja, vielleicht die Radgeometrie ein bisschen verzogen oder so, also die Antriebswelle ein bisschen. Wieso kann die verzogen sein, die Radgeometrie? Ich weiss auch nicht. Vielleicht wegen dem. Also das hier sollte eigentlich da oben sein. Ja? Wir haben es geschafft, wir sind über die Grenze. Hat uns nicht mehr angehalten. Von dem haben wir ein bisschen Angst gehabt ursprünglich. Also jetzt sind wir in Zürich im Stau oder stockenden Verkehr. Dann hat uns da so ein schwarzer BMW vor reingedrückt, mühsam. Wir mussten uns ein bisschen aufregen. Und dann so die Polizei. Also der Monty hat das letzte Busy gemacht von Mongol Rally. Die Sause ist vorbei. Mir bleibt noch der Panda. Ehrlich gesagt, ich mag dieses Auto. Ich hätte es auch zu schade gefunden, wenn er vor der Rückkehr den Geist aufgegeben hätte. Mamma mia, ihr könnt von Glück sprechen, dass ich einen guten Draht zu den italienischen Geistern habe. Said goodbye to that car that took a bullet in the roof in New Haven. They saw a sad estrangement idling there on the pavement. 119657 and the engine blew. 119657 and I thought of you. Say goodbye to that car in the cul-de-sac.
out of that car, took the plates off the back, pulled off the charms and the beads unceremoniously. It was the end of an era that kicked off the rearview mirror from the first aid running to the rust stains and the cracks. I watched the heap of metal